Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute am Tegernsee und ich habe heute für euch das aktuell teuerste Serienfahrzeug, das es auf dem Markt gibt, dabei, und zwar den Rolls-Royce Phantom. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über diese krasse Optik sprechen, über den Innenraum, über den Kofferraum. Ich werde euch alle interessanten Features zeigen und ich werde heute von Jan chauffiert, da freue ich mich besonders drauf. Falls ihr auch darauf Bock habt, dann bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Wir haben hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da keinen Rolls-Royce finden werdet und vor allem auch keinen Phantom, denn das hier ist die Speerspitze der Marke bzw. eben das Flaggschiff und auch das teuerste Modell kostet jetzt, so wie er da steht, ungefähr 500.000 Euro. Das muss man sich erstmal nochmal verinnerlichen. 500.000 Euro, das ist ein krasser Preis. Den gibt es jetzt seit 1925. Insgesamt wurde er jetzt 14.000 Mal seitdem verkauft. Es ist ein Nischenprodukt, würde ich sagen, aber ein sehr besonderes und deshalb möchte ich ihn euch heute zeigen. Insgesamt gibt es ihn in 2 verschiedenen Radständen. Im normalen Radstand habe ich ihn jetzt mit dabei. Es gibt aber auch noch einen langen Radstand. Der ist eben vor allem dafür da, wenn man sich chauffieren lassen möchte. Und wenn wir jetzt über das Design sprechen, ist jetzt erstmal interessant, dass wir jetzt hier unfassbar viele Lackvarianten haben, die wir wählen können. Hier ist jetzt eine meiner Lieblingsfarben drauf und zwar ist es Dark Emerald. Das ist ein sehr dunkles Grün. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt gerade nur als schwarz erkennen, weil die Sonne nicht scheint, was ein bisschen schade ist. Aber das sieht sehr schön aus mit diesen chromfarbenen Elementen, die wir jetzt in der Front haben. Und erstmal fällt auf, das ist eine Schrankwand. Die genauen Maße erzähle ich euch gleich, aber wir haben jetzt hier einen sehr aufrecht 90 Grad geformten Grill, der Rolls-Royce typisch jetzt in einem Chrom gefasst ist. Wir haben hier vorne das Rolls-Royce Zeichen und hier haben wir die kleine Emily. Spirit of Ecstasy nennt man eben diese Figur vorne, was so viel bedeutet wie eben Geist der Verzückung. Kann man reinfahren, kann man rausfahren. Die gibt es jetzt hier in der Version in einem Silber, in einem Gold oder in einem Schwarz, je nach Konfiguration. Ich finde dieses Silber sehr klassisch, sehr schick. Beim Jan seht ihr dann die goldene Variante. Und was jetzt interessant ist, vorne an der Front auch noch, wir haben jetzt hier Laserlichter. Die sind sehr gut, denn die haben eine Strahlkraft von 600 Meter. Heißt, wenn es jetzt ein bisschen dunkler wird und vielleicht gibt es heute auch ein bisschen Night Drive, wir werden es mal sehen, könnt ihr auf jeden Fall sehr gut auf die Straße sehen mit diesem Auto. Und auch hier sehr viele gerade Flächen, alles hier nach unten gezogen, ohne viele Sicken und Kanten. Das ist sehr klassisch, sehr zurückhaltend, sehr schick. Und wenn wir jetzt in die Seite gehen, erzähle ich euch was zu den Maßen und jetzt wird es interessant. Ich habe ja gesagt, 2 Radstände. Der kleinere Radstand, also den wir jetzt hier haben, misst 5,76 Meter. Der größere 5,98 Meter. Der ist schon ziemlich lang. Da wird man dann auch wirklich nur chauffiert. Die Leute von Rolls-Royce haben uns heute erzählt, dass es dann eben so ist, dass 89% sich chauffieren lassen bei der langen Version. Bei dieser Version fahren 80% selbst, was sehr interessant ist. Ich bin nachher darauf gespannt, wie Jan berichten wird. Und wir haben jetzt hier auch ein paar technische Dinge. Unter anderem eine Allradlenkung, heißt hinten lenkt das Ganze nochmal mit 4,5 Grad mit, also die Räder eben. Und wir haben vorne eine Kamera, die ganze Zeit die Straße misst und die Luftfederung, die wir jetzt hier haben, anpasst. Heißt, wir sind ja schon ein bisschen heute rumgefahren, es ist ein sehr luftbettartiges Fahrgefühl, sehr ruhig da drin. Insgesamt wurden jetzt 130 Kilogramm Dämmmaterial verbaut. Heißt, wenn man da drinnen sitzt, fühlt sich das auch sehr ruhig an, vor allem wenn man die Türen zumacht. Die sind jetzt auch doppelt verglast und es ist schon ein riesiges Schiff. Besonders schön ist jetzt auch nochmal diese helle Applikation an der Seite, die sich nochmal hier so ein bisschen verjüngt. Das ist schon sehr, sehr schick. Und wenn Jan jetzt hier vorne ist, sprechen wir vielleicht über die Felgen. 21 Zoll oder 20 Zoll ist jetzt hier die Wahl. Und was ganz Besonderes bei Rolls-Royce ist jetzt, dass das RR hier in der Mitte immer aufrecht steht. Heißt, wenn wir nachher fahren, wird es jetzt die ganze Zeit so mitdrehen. Das hat mega den coolen Effekt und sieht halt super schick aus. Und vor allem steht halt hier eben die Marke niemals auf dem Kopf. Das würde den Briten ja auf keinen Fall gefallen. Und jetzt hier in der Mitte ist natürlich auch
ein Special, dass wir jetzt gegenläufig öffnende Türen haben. Und die zeige ich euch jetzt mal. Erstmal mache ich die an der Seite hier auf. Die geht jetzt so weit auf. Ihr seht auch schon, wir haben einen weißen Innenraum, was traumhaft ist. Und diese Seite mache ich euch auch noch auf. Und das ist schon ein Träumchen, oder? Schaut euch das mal an. Ich stelle mich hier mal rein. Könnte ich mir schon vorstellen, dass ich so einkaufen gehe und hier so raussteppe und dann so in den Penny gehe und meine Flaschenbier da holen. Nein, Quatsch, beiseite. Aber schaut da mal ganz kurz rein. Kleine Sneak Peek, ist schon ziemlich traumhaft da drin. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall sehr weiß. Und was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, auf jeder Seite habt ihr natürlich auch gentleman-like einen Regenschirm. Heißt, ihr drückt hier unten auf den Knopf, da fährt er dann raus, James Bond mäßig, und könnt dann ja eurer Dame oder auch euch selbst hier einen Regenschirm öffnen. Ich mache das jetzt auch mal, dass ihr es seht. Ich finde, das gehört zu so einem Review dazu. Klappt man hier so auf und dann zack. Schon edel, oder? Ich würde allein wahrscheinlich wegen des Regenschirms mir dieses Auto zulegen wollen. Schon sehr cool. Übrigens hat uns gerade der Produktmanager hier von Rolls-Royce erzählt, dass diese Autos oft auch auf roten Teppichen benutzt werden und die Chauffeure dann meistens, wenn Frauen aussteigen, eben den Regenschirm hinten rausholen, den öffnen und dann kann man auch mit einem kürzeren Röckchen aussteigen. Finde ich sehr praktisch. Jetzt machen wir den hier wieder rein. Einfach reindrücken, dann funktioniert es, und machen die Türen jetzt hier auch wieder zu. Das funktioniert hier drin auf einem Knopf. Einmal da, muss man drücken lassen. Oder man kann hier eben, das geht auch relativ schnell, hupsala. Die Tür machen wir jetzt mal von außen zu und das kann man jetzt hier einfach auf den Knopf drücken und dann geht die von alleine zu. Man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Das ist ein bisschen tricky, weil jede Tür irgendwie anders auf oder zugeht. Innen drin gibt es Knöpfe, außen gibt es Knöpfe. Man kann aber auch mit dem Zug das öffnen. Aber ich glaube, man gewöhnt sich dann als Rolls-Royce-Fahrer relativ schnell daran. Am Heck angekommen haben wir ein relativ sportlich geformtes Heck. Hier hinten auch wieder sehr viel Chrom. Rolls-Royce hier jetzt in der Mitte. Und für mich ist der Look schon sehr edel. Mir fällt tatsächlich auch fast kein Wettbewerber ein. Schreibt mir mal in die Kommentare, zumindest in der Preisklasse gibt es eigentlich fast gar nichts. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist mal gemeinsam in den Kofferraum schauen. Und da passen, würde ich sagen, 3 Leichenreihen auf jeden Fall. Schaut mal mit mir rein. Ist alles hier jetzt mit so einem Teppich ausgeformt, und hier haben wir jetzt ungefähr 600 Liter Fassungsvermögen. Das ist sehr viel, und besonders gut ist auch, wenn wir jetzt hier hinten beispielsweise unseren Koffer haben und ein bisschen schneller fahren, hört man fast nichts davon, auch wenn der ein bisschen herumfällt, weil wir eben diesen Teppich hier haben. Auch nochmal schön hier alles mit Chrom verziert, hier unten auch nochmal, hier sollte auch auf jeden Fall nichts zerkratzen, und das ist schon ein absoluter Traum, oder? Jetzt machen wir hier hinten mal zu und besprechen vielleicht noch die Endrohre, da schaut ihr mit mir auch mal rein. Über den Motor werde ich euch dann gleich noch ein bisschen was erzählen. Das Beste kommt ja zum Schluss, zumindest jetzt bei dieser Außensequenz. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam auf die Rückbank gehen. Dafür mache ich euch mal die Tür hier an der Seite auf. Und anschließend zeige ich euch mal, was man da drin so alles machen kann. Hier kommt auch schon eine richtige Wandergruppe vorbei, und jetzt schaut mal, hier oben ist ein Knopf für die Tür. Ich mache die mal zu, muss drauf bleiben, und die fährt jetzt von allein zu. Sehr, sehr schön. So, und jetzt sitze ich hier auf dem Platz, an dem ich nachher auch herumgefahren werde. Ich mache hier vielleicht mal alles noch richtig zu. Und ist das nicht krass? Vor allem hier eben dieser Himmel. Fangen wir vielleicht mal mit dem Himmel an. Hier sind jetzt über 1000 LEDs verbaut, und sehr interessant daran ist, ihr könnt da beispielsweise, man kann, wenn man so viel Geld hat, sich beispielsweise das eigene Sternzeichen dort rein konfigurieren. Heißt, man sieht es dann eben am Sternbild, oder auch Sternschnuppen, die dann immer wieder so vorfahren, was total cool aussieht. Und hier gibt es generell sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten für den Rolls-Royce-User. Wird eben alles gemacht. Und was ich sehr gut finde, ist jetzt hier einmal ein Schminkspiegel. Ich kann mir den jetzt hier so runter machen, habe hier dann auch noch mal ein bisschen Licht. Auf der anderen Seite bei euch auch, kann gucken, wie ich jetzt aussehe, wenn ich gleich auf den roten Teppich komme und ich sehe, ja, gestern Abend war es ein bisschen später, ich sehe gar nicht so gut aus. Und ich mache das jetzt hier vielleicht erstmal hoch, und wir schauen uns mal die Sitze an. Wir haben jetzt hier ein weißes Leder, das ist unfassbar weich. Es gibt auch Isofix, ja. Gehört auch dazu. Dunkle Anschnallgurte, hier oben dann Rolls-Royce in der Kopfstütze, übrigens sehr weiches Kissen, erinnert so ein bisschen an die S-Klasse bzw. an die Maybach S-Klasse. Das wäre jetzt auch so ein Konkurrent, der mir einfallen würde, bzw. Wettbewerber, aber ja, die ist ein bisschen günstiger, sehr bequem hier auf jeden Fall. Und
Was ihr jetzt gerade schon gesehen habt, was schon runtergeklappt war, war hier die Mittelarmkonsole. Und da verbirgt sich natürlich auch etwas sehr Interessantes. Und zwar, wenn wir jetzt hier aufmachen, haben wir hier hinten natürlich einen Kühlschrank mit 2 Sektgläsern. Da hinten könnte man dann den Champagner kühlen. Das ist auch tatsächlich gerade gekühlt. Und ich mache hier mal das Glas raus, sag mal Cheers und stell mir vor, dass ich jetzt hier Ruinart Blanc de Blanc trinke oder so. Wird zum Innenraum auf jeden Fall passen. Mach das jetzt hier wieder rein. Es ist schon sehr, sehr edel. Na, willst du nicht rein? Da, so rum geht's. Kannst hier wieder zumachen und das Gute ist, das ist jetzt hier auch so drin verarbeitet, dass das auf jeden Fall nicht rumklackert. Mach jetzt hier wieder zu, weil Ruhe ist in diesem Auto auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Hier geht's dann auch nochmal zu. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ich hier in der Mitte habe. Da gibt es einmal diesen Knopf, da habt ihr hier optional noch ein Fach für Whisky. Hier habt ihr jetzt so ein bisschen satinierte Fläche mit so einer 12-Volt-Steckdose. Wenn ich das jetzt hier wieder zumache, habt ihr auch noch einen zweiten Knopf. Und da kommt sie wieder, unsere Emily Spirit of Ecstasy hervor. Und damit kann man jetzt was steuern. Ja, das zeige ich euch jetzt. Und zwar gibt es hier 2 Knöpfe auf der Seite. Und vielleicht mag Jan mal auf der Seite draufdrücken. Ja, genau. Da kommt jetzt eben der Tisch raus und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, wenn ich hier länger draufklicke, dann fährt jetzt da vorne auch noch ein Display raus. Das würde auch auf der anderen Seite funktionieren und das ist schon echt edel. Und was wir jetzt hier machen können, ist die jeweils steuern. Ich mache das mal auf eurer Seite, kann jetzt hier jeweils immer wieder zurück, habe hier jetzt auch die Navigation, kann jetzt hier auch einfach zur Navigation, zu Medien, zur Kommunikation und kann hier eben das ganze Auto auch von hinten auf den guten Sitzen steuern. Habe hier mein Fahrzeug, kann Systemeinstellungen durchführen und das ist schon ziemlich gut. Habe hier eben die ganze Systemeinstellung an meiner Hand sehr, sehr bequem. Ich mache das jetzt hier wieder zu. Wir machen jetzt hier auch die Displays jeweils wieder rein. Heißt, ich klicke hier einmal da drauf und zu und auch auf der anderen Seite. Und jetzt schaut mal, wie schön das Muster jetzt auch da drauf ist. Hier auch nochmal in so einem dunklen Grün gefasst, da auch nochmal die Emily. Mache jetzt hier auch die Mittelarmkonsole nochmal hoch. Und eine Sache, die ich euch noch zeigen wollte, schaut mal die Lüftungsdüsen hier. Macht man so auf und zu, das ist schon ziemlich krass. So geht es dann, ist auch alles sehr schwer hier, sehr haptisch, sehr, sehr qualitativ. Hier unten habt ihr dann auch nochmal die Möglichkeit, Kopfhörer anzuschließen und auch nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Schon sehr edel. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist, dass ich jetzt hier hinten die Tür öffne. Ich komme raus zu euch und dann zeige ich euch noch das Herzstück und zwar den Motor. So, und erstmal ist jetzt interessant, wie die Motorhaube aufgegangen ist. Schaut es mit mir mal an. Das ist nämlich nur dieses Stück hier oben. Und das schiebe ich jetzt mal mit euch auf. So, ist das nicht krass? Wir haben jetzt hier einen V12 Biturbo mit 571 PS und 900 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das ist schon eine Ansage. Hier seht ihr so nochmal ein 6,3 Liter V12. Das ist eine sehr, sehr besondere Zahl. Die Motoren bei Rolls-Royce sind einzigartig. Und was jetzt noch interessanter ist, ist, dass der VMAX 250 km/h fährt und von 0 auf 100 in 5,5 Sekunden ist, obwohl der, so wie er jetzt hier steht, 2,7 Tonnen wiegt. Was er verbraucht hat, erzähle ich euch auch. Interessiert natürlich auch bei so einem Test, aber erst bei der Fahrt. Ich mache jetzt hier mal zu. Klack, ja, auch den muss man zuschlagen. Wir schauen uns da vorne dann erstmal noch die Fahrerkabine anschauen, wo Jan mich nachher chauffieren wird. Dann wird er mich chauffieren und anschließend gibt es noch ein Fazit und ich erzähle euch, wie ich jetzt so den Tag mit Rolls-Royce so fand. Kommt mit! Weiter geht es jetzt hier mit dem Innenraum und ich sitze jetzt genau da, wo Jan mich später chauffieren wird, hier durch die Nacht. Ich bin gespannt, wie der Sternenhimmel dann da aussehen wird. Und erstmal schauen wir uns hier aber die Sitze an. Und die sind unfassbar bequem. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Die sind sehr weich hier, dieses Leder, sehr breit. Hier findet wirklich jeder Platz. Hier unten habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, die in allen möglichen Richtungen zu verstellen. Habt hier nochmal die Möglichkeit, die Knieauflage zu verstellen, dass ihr da bequemer sitzt. Und es ist schon ein Traum, hier dann RR eingestickt, hier mit so einer Paspel nochmal drumherum, auch die Kopfstütze hier weich. Ein Träumchen, würde ich fast sagen. Jetzt schaut mit mir mal gemeinsam noch in die Tür und die ist
wahnsinnig gut verarbeitet. Ich finde da echt nichts zu meckern. Da ist überall alles bezogen mit Soft-Touch bzw. mit Leder. Wir haben die Armauflage, die sehr weich ist. Wir haben Klavierlack, das ist Geschmackssache. Der Türöffner ist jetzt in Chrom gefasst und wir haben auch eine echt gute Anlage hier drin. Die kann ich nur empfehlen. Habe ich bis jetzt so in keinem anderen Auto gehört. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und was ich gerne mag, ist da unter dem Glas vom Fenster dieses Chrom. Und eine Sache, die ich euch zeigen möchte, ja nicht erschrecken. Schaut mal, wie dick die Fenster sind. Die sind nämlich doppelt verglast, damit man hier drin auch ja ein sehr ruhiges Fahrempfinden hat. Das ist schon echt eine Nummer, würde ich sagen. Jetzt schaut mit mir mal noch von hier vorne diesen Sternenhimmel an. Jetzt ist es ja langsam ein bisschen dunkel, da seht ihr es noch mal ein bisschen besser. Schon ganz schön geil. Ich würde mir auf jeden Fall hier einen Steinbock rein konfigurieren lassen, dass man da mein Sternzeichen sieht. Was wir jetzt als nächstes machen, ist uns hier mal die Front anschauen. Und die ist jetzt eigentlich genauso wie auch die Front des Wagens, sehr geradlinig. Wir haben jetzt hier so ein beschichtetes Holz, kein offenporiges Holz. Beim Ghost, den euch Jan gezeigt hat, war das jetzt offenporig. Ihr habt hier sehr viele weiße Flächen, hier auch nochmal ein Handschuhfach, das man öffnen kann. Ich mache es euch mal auf, muss mich dafür sehr weit rüberlehnen. Und habt auch die Lüftungsdüsen, die ihr nochmal mit diesen ja, etwas festeren Knöpfen einstellen könnt. Und eine sehr interessante Sache hier an der Seite ist folgende. Schaut mal hier, neben der Uhr hat man jetzt hier die Möglichkeit, sich ein Kunststück selbst zu integrieren. Das ist jetzt eine, ich sag mal, von Rolls-Royce Standardversion, die angeboten ist. Man kann sich da aber auch alles Mögliche integrieren lassen. Da gibt es in Dubai echt Leute, die sich da Kristalle reinmachen lassen oder ein Holzmosaik. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da kann man echt einiges machen. Mittelarmkonsole schwebt jetzt hier eher, beziehungsweise ist hier relativ frei. Wir haben vorne sehr viele Knöpfe, sieht sehr düsenjetmäßig aus, sehr viel Chrom. Hier haben wir wieder unsere Emily, mit der wir dann gleich das Navigationssystem steuern können. Und hier haben wir auch nochmal Platz fürs Handy, induktives Laden hier an der Seite. Ich habe hier mein Handy auch schon mal reingemacht, das passt sehr gut da rein. Und da auch sehr viel Platz noch für andere Dinge. Und jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir sprechen jetzt hier noch über alles, was ihr hier vorne seht. Und erstmal, dieses Lenkrad ist genauso groß wie das ganze Auto, riesig, wirklich. Also es liegt aber gut in der Hand, ist relativ schmal. Ich bin gespannt, was Jan gleich davon erzählen wird. Die Knöpfe sind hier jetzt aus einem Metall, das ist jetzt kein Plastik oder so, alles sehr gut verarbeitet. In der Mitte Rolls-Royce-Zeichen, hier könnt ihr die Lautstärke nochmal einstellen. Hier habt ihr noch alles für die Assistenzsysteme. Und hier übrigens startet man den Rolli. Sehr interessant. Und apropos eine Sache, die ich ganz vergessen habe, euch zu sagen, apropos Rolli. Ich habe nämlich gerade eine an, die gehört mir aber nicht, sondern die haben wir von unserem Kooperationspartner Chronext bekommen. Was ist das? Es ist eine Webseite, auf der ihr bis zu 7000 Uhren findet von insgesamt 49 verschiedenen Marken. Was auch interessant ist, mit dem Code CarCrash Special oder CarCrash bekommt ihr jeweils einen Rabatt. CarCrash Special ist jetzt eine Black Friday Rabattaktion, bedeutet vom 15.11. bis 30.11. bekommt ihr da doppelt so viel Rabatt. Ich schreibe euch alles unten in die Infobox inklusive Link. So, und jetzt sprechen wir nicht mehr über meine Rolli, die ich jetzt leihweise habe, sondern hier vorne noch über das Infotainment-System bzw. über die Klimaanlage. Und das ist eine Sache, die ich highlighten möchte. Schaut mal, hier die Temperatur, da gibt es keine Anzeige, wie warm oder wie kalt es ist, sondern in der Mitte sind ungefähr 23 Grad und dann kann man die kälter oder eben wärmer stellen. Das finde ich schon sehr besonders. Hier dann eben auch noch die Einstellung der Stärke. Kann man auch ganz ausmachen. Und hier haben wir dann ganz viele Shortwahl-Knöpfe, die man dann da oben auch sieht. Wenn ich da drüber fahre, haben wir dann hier beispielsweise die verschiedenen Routen der Tour und aber auch eben die Handynummer vom Thomas Bauer. Bitte nicht da jetzt anrufen. Und was wir jetzt machen, ist da vorne noch über das Infotainment sprechen. Ich werde das hier mit der Emily steuern. Ihr guckt mal vorne, was wir da alles haben. Und wir haben jetzt da einerseits Medien. Also ganz klassisch eben hier Radio, Apple CarPlay, Android Auto, haben jetzt hier auch Kommunikation, können die Kontakte hier synchronisieren, haben hier dann auch noch das Menü, kommt da immer wieder rein. Die Map möchte ich euch noch kurz zeigen, die ist sehr schnell und vor allem übersichtlich. Das Design ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, habe ich so noch nie gesehen. Und vor allem habt ihr hier auch noch die Navigation und wenn ich jetzt in die Schnellsuche gehe, kann ich hier jetzt auf meiner Emily schreiben 5a. Wie auch immer, kann hier auf jeden Fall so löschen und reiben und mir dann eben den Weg navigieren als Chauffeur. Ja, jetzt glaube ich, habe ich euch alles gezeigt. Was wir jetzt als nächstes machen ist, oder ich als nächstes mache, ich setze mich dann nach hinten hin, Jan hier nach vorne und dann fahren wir hier durch die Nacht und schau mal, wie das so ist. Kommt mit! Er wird ganz schön frostig, deshalb die Mütze, aber in diesem Video habe ich eigentlich relativ wenig verloren. Ich bin hier nur der Fahrer, denn die Hauptperson sitzt hinten. Und ich habe mir hier mal die Selfie-Kamera angemacht und möchte euch so ein bisschen mitnehmen auf meine Chauffeursfahrt und würde sagen, Jan, bitte starte den Wagen.
Also ich mache jetzt das Auto an, Harry fährt den Wagen vor, das bin ich hier vorne. Und jetzt ist geil, dass ich dunkel bin, aber ihr seht jetzt mega den Sternenhimmel. Muss die Romantik aber zerstören, weil... Ja. Was ich jetzt mache, ist hier den Gang einlegen und natürlich machen wir das Licht auf Auto und da sehen wir schon mal direkt, Alter, ist das ein krasses Licht. Ich hier als Chauffeur weiß natürlich, dass Jesse auf vieles Wert legt, außer natürlich auf den Alu Space Frame, weil viele sagen immer, das ist doch nur ein 7er BMW. Nein, das ist Quatsch. Das ist mehr und ganz ehrlich, Alter, diese Lenkung, ich bin ja den Ghost auch schon gefahren und die Luftfederung, die vorne die Fahrbahn scannt und hier ja, den Weg für mich quasi wie einen Luftteppich bereitet, ist großartig. Ich bin ja auch nicht irgendein Chauffeur, nur nein, ich bin der größte Chauffeur, denn ich fahre einen Rolls. Rolls ist ein Name, steht für sich wie das Tempotaschentuch, das ist ja großartig. Jesse, wie ist es hinten? Gut, was Jan damit sagen wollte, ist, dass man zum Beispiel sagt, der Rolls-Royce unter den Waschmaschinen. Warum sagt man das? Ja, weil halt Rolls-Royce eben für Qualität steht und vor allem für das beste Produkt im gewissen Segment. Und wir sitzen jetzt hier in vielleicht der besten Chauffeurslimousine, die es gibt. Und kurzer Einblick. Jesse, es ist eng, da kam mir gerade was entgegen, das war echt eng. Aber was mir hilft, ist, dass das Licht mega gut ist und der Wendekreis ist auch geil. Ich weiß, ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid, man soll Frauen nie unterbrechen. Aber der Wendekreis ist großartig, liegt natürlich hinten an der Allradlenkung, die entgegengesetzt lenkt, wenn ich langsam fahre, ich glaube unter 70 und wenn ich schneller fahre in die gleiche Richtung. Für eine enorme Spurstabilität. Jetzt bist du wieder dran. Danke, Captain. Ich sollte euch nur sagen, wie ich mich hier fühle. Und ja, ich habe mir die Sitzmassage reingemacht. Ich habe jetzt hier brutal den breiten Sitz. Ich fühle mich hier wie auf so einem Luftbett. Ich habe den Sternenhimmel über meinen Kopf. Und tatsächlich ist es auch gut. Wir haben jetzt hier überall das Licht eingemacht. Und ich könnte hier jetzt auch arbeiten. Das ist so hell wie in einem normal beleuchteten Raum. Das ist schon echt gut. Ich fühle mich hier trotzdem isoliert von der Außenwelt. Ich sehe kaum was nach außen. Ich habe abgedunkelte Scheiben hinten und Promi, ja, am liebsten würde ich hier so winken am Tegernsee und sagen, hallo Leute, ich bin's die mit dem 500.000 € Auto und dem Sternenhimmel rumfährt. Jessica Maniac, follow me on Instagram. Aber jetzt bin ich wieder dran. Ich habe hier auf Low gedrückt und Low heißt nicht etwa die Luftfederung, die ich hier einstellen kann, sondern Low heißt mehr Gasannahme. 8-Gang Automatik hier drin ist... Eigentlich fühlt es sich an wie stufenlos. Auch hier hat Rolls-Royce was Großartiges erschaffen, weil das ist ja hier drin tatsächlich so ein bisschen wie Fliegen, kann man sagen. Aber was das Großartigste ist hier drin, ist der 12-Zylinder. Wie schnell ist er auf 100, Jessica? 5,5 Sekunden auf 100. Das ist schon... Das ist krass. Und das Krassere für mich ist eigentlich, dass dieses Auto nicht rumprollt, nicht Lamborghini, sondern nein, das Auto ist leise. Ja, da wird man eigentlich nicht hören, dass man im 12-Zylinder sitzt. Manche würden eher sagen, ist das ein Elektroauto? Der Sound ist da, aber gleichzeitig irgendwie auch nicht. Und was geil ist, ich fahre ja hier am Tegernsee rum und ihr könnt die Emily da vorne, Spirit of Ecstasy, zeigen. Wir haben's, wir sind's, ich habe was erreicht. Ich bin nicht irgendein Chauffeur. Ihr könnt allerdings die da vorne auch einfach reinfahren während der Fahrt und dann ist es immer noch ein Schiff. Ich glaube, man erkennt den Phantom trotzdem, oder? Also ich weiß nicht, welches Auto so schrankwandmäßig aussieht. Aber Jessica, sag mal, trinkst du da hinten Champagner schon jetzt? Erwischt. Nein, leider nicht. Ich würde gern hier so ein Gläschen noch trinken und mich dann einfach jetzt an den Flughafen fahren lassen, so, Herr Chauffeur. Die feine Frau. Jessie, was verbraucht dieses Auto so? Ja, angegeben ist es bei 15,7 Liter. Was steht vorne auf der Uhr? Ja, gut geschätzt 20. Oh Gott. Ja, passt doch, oder? Ja. Wie wäre es denn, Frau Maniac? Darf ich Sie zurückfahren oder wollen Sie noch eine Weile weiterfahren? Nee, ich würde sagen, das machen wir jetzt. Wir fahren zurück und dann gibt es noch ein Fazit und genau, ich erkläre euch noch, was er genau kostet. Ungefähr 500.000. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und erstmal
Wie schade, ich muss jetzt hier die Tür selbst aufmachen, denn Jan, mein Chauffeur, muss mich jetzt filmen. Und eine Sache, die ich vergessen habe, euch zu zeigen, ist folgende. Und zwar habt ihr jetzt hier in der Mittelarmkonsole die Möglichkeit, den Sitz auch noch einzustellen. Heißt, ihr könnt es jetzt wie in so einem Flugzeug sehr bequem einstellen, die Neigung der Lehne, und ihr könnt euch massieren lassen, was mega cool ist. Auf der Seite übrigens auch noch die Lautstärke regeln. Heißt, wenn mir da vorne der Chauffeur die Musik zu laut macht, kann ich die einfach leiser machen oder eben andersherum. Und jetzt komme ich mal zu euch raus und ein kurzes, knappes Fazit. Dieses Auto ist ja für die 1% dieser Welt. Es ist was unfassbar Teures, was unfassbar Besonderes. Und es hat unfassbar Spaß gemacht, damit zu fahren. Also mir fehlen tatsächlich die Worte. Ich hätte nicht gedacht, dass ein 2,7 Tonnen schweres Auto so weich fahren kann, so leise fahren kann. Man fühlt sich ja fast entkoppelt von der Straße, egal ob man selbst fährt oder eben gefahren wird. Natürlich hat dieses Auto krasse Ausmaße, vor allem mit 2,2 Meter Länge und 1,65 Meter Höhe. Ist es jetzt nichts für den Alltag und vor allem nicht hier für uns kleine Dorfkinder, dass man damit durchs Dorf fahren könnte. Und ja, den Preis habe ich euch ja eigentlich schon angeteasert. Der kostet jetzt knapp 500.000 Euro. So wie jetzt hier steht, sind es 468.000 Euro. Das ist ein krasser Preis. Ihr bekommt aber auch sehr viel dafür, falls ihr euch überlegt, so ein Phantom zu kaufen. Wer das weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!